Und willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic, immer noch in der Brotherhood of Shadows Mod, aber ich frage mich, wie lange noch? Wir stehen vor dem finalen Endkampf mit Solomon, dem korrupten Jedi-Meister. Und ja, der gibt uns jetzt die Möglichkeit, nochmal alles zu verstehen, was vorgefallen ist in diesem ganzen Add-on. Aber alles auf Englisch. Und er hat eine Sprachausgabe, die ist auch auf Englisch. Und ich werde das aus zwei Gründen nicht auf Deutsch drüber sprechen. Der erste Grund ist, ich respektiere, dass die Modder, die das Add-on gemacht haben auf Englisch, dass sie das auch alles selbst vertont haben und eingesprochen haben. Davor toi toi toi, ne, da klopfe ich auf Holz und applaudiere und ziehe meinen Hut, wenn ich einen hätte. Und deswegen, da werde ich ihm nicht dazwischen quatschen. Außerdem, vielleicht wollen einige das ja auf Englisch hören und wahrscheinlich spricht er so schnell, dass ich gar nicht alles dolmetschen kann, was da kommt. Ja? Also wer Englisch kann, hat jetzt Glück, wer nicht, ein bisschen Pech vielleicht. Aber ich werde, nachdem er jeden Satz gesprochen hat, werde ich auch kurz zusammenfassen, worüber er da gesprochen hat, für die, die nicht so gut Englisch können. Der andere Grund ist, vielleicht hört ihr es raus, ich bin immer noch ein bisschen heiser. Ich bin ein bisschen erkältet aufgewacht heute Morgen und versuche meine Stimme nicht ganz so sehr auszureizen, weil wenn sie dann ganz verschwindet, das wäre auch scheiße fürs Let's Play. So, falls ihr auch Interesse habt, das hier mal zu spielen und das alles auf Deutsch haben wollt hier, das alles auf Deutsch lesen wollt, vielleicht auch eine deutsche Sprachausgabe hören wollt von Solomon, dann klickt mal auf den Kickstarter, dessen Link ich jetzt gerade hier im Video einblendet, falls ihr das auf dem PC guckt. Wenn ihr auf dem Handy oder Tablet guckt, dann müsst ihr jetzt ganz kurz in der Videobeschreibung, guckt das Video erstmal fertig und danach klickt ihr mal in der Videobeschreibung auf den Link zum Kickstarter. Und wer den Kickstarter unterstützt, ermöglicht mir letztendlich einen Monat lang von dem Kickstarter-Geld zu leben, sodass ich keiner anderen Arbeit nachgehen muss, sodass ich mich voll und ganz auf die Übersetzung dieser riesengroßen Erweiterung konzentrieren kann. Und sobald die Übersetzung fertig ist, kann die natürlich jeder kostenlos runterladen. Aber die Leute, die mir helfen, die mich unterstützen dafür im Kickstarter-Projekt, die kriegen eine DVD zugeschickt mit dem Original und der Übersetzung und vielleicht irgendwelchen Fanarts, Poster. Und wenn genug Geld zusammenkommt, dann werde ich sogar professionelle Synchronsprecher anheuern und im Tonstudio die Stimmen aufnehmen. Hier zum Beispiel vom guten Solomon, vom Kobayashi da hinter uns. Erstmal von denen, die Englisch reden in der Mod. Und danach, wenn immer noch was übrig ist, dann vielleicht auch für andere Personen, wie zum Beispiel den guten Mechanic oder Sera Degana, die ja die ganze Zeit Twi'lek quatscht. Wäre durchaus eine Überlegung wert. So, jetzt habe ich schon 3 Minuten gelabert. Jetzt wollen wir mal weitermachen. Wir haben in der letzten Folge schon erfahren, wie die Bruderschaft der Schatten in das Artefakt geraten ist, wer die eigentlich waren. Und ja, wie die an das Artefakt gekommen sind. Jetzt können wir mal fragen, was ist denn mit Akira Kon-Sin, dem Sith, der sich den Anführer der Bruderschaft der Schatten nennt, weil den haben wir ja schon auf der Orion bekämpft. Ausführlich. Was ist mit dem? Akira Kon-Sin was the Sith who led the Brotherhood of Shadow, a faction of warriors and assassins who pioneered the strategies and tactics which ultimately defeated Korriban's alien invaders. He was said to be a charismatic figure, a powerful force user, and skilled in the arts of combat. When the Infinite Empire invaded Korriban, boasting advanced technologies and superior numbers, it was clear to Akira Kon-Sin that they would never be victorious if the war was fought using an approach that relied solely upon brute force.
Thus, the Brotherhood of Shadow was born, a sect of elite Sith warriors that chose to forsake the individualistic nature of their species and see themselves as a single entity, an entity that answered only to the Sith King. Whilst the Sith King's armies weathered the wrath of the Infinite Empire, it was the Brotherhood of Shadow that covertly waged a silent war behind the enemy's own lines, decimating its tactical and strategical competence by assassinating the key military figures responsible for coordinating the planetary invasion of Korriban. The repercussions of this silent war were soon felt as the Infinite Empire's armies began to collapse upon themselves in the absence of an effective command. Whilst personally leading the armies which bore the full might of the Infinite Empire, Addis, the King of the Sith, was killed. A dying King Addis entrusted the burden of kingship to be spread amongst his most trusted of advisors, proclaiming them the rightful successors to his rule. This move angered Akira Khan-Sin, who believed himself to be the one worthy of leading the Sith peoples. After his insurrection was stopped, the rightful rulers of the Sith designated that Akira Khan-Sin and his Brotherhood of Shadow be condemned to imprisonment within the Infinite Empire's artifact. Puh, das war jetzt aber viel. Also, Akira Khan-Sin ist der Gründer der Bruderschaft der Schatten. Der hat gemerkt, als das unendliche Imperium hier angekommen ist, um Korriban zu erobern, dass die Sith, wenn sie allein auf rohe Kraft setzen, keine Chance gegen diese fortschrittliche Technologie haben. Und hat dann angefangen, mit der Bruderschaft der Schatten einen Guerillakrieg anzuzetteln hinter den Linien des Feindes, die kommandierenden Offiziere zu killen, und damit ist die rakatanische Armee sozusagen in sich zusammengefallen und hat dem Sturm der offiziellen Sith-Armee nicht mehr standhalten können, die angeführt wurde von King Ardas. Übrigens habe ich den Namen schon mal außerhalb des Spiels gehört, das finde ich gut, dass sie den hier verwenden. Und ja, King Ardas wurde aber trotzdem getötet, leider in einer Schlacht, und der hat dann seine Berater einen seiner Berater zu seinem Nachfolger ernannt. Und das hat Akira Khan-Sin geärgert, weil er geglaubt hat, dass er derjenige ist, der nächste Sith-König sein sollte. Und daraufhin, ja, ich schätze, die haben Widerstand geleistet oder Einspruch oder was auch immer, und dann hat der rechtmäßige Sith-König halt Akira Khan-Sin und die Bruderschaft der Schatten verbannt. Das ist ganz schön undankbar, muss ich gestehen. Weil letztendlich ist er dafür verantwortlich, dass der Krieg gewonnen wurde. Wenn ich das mal so sagen darf. Naja, gut. Jedenfalls, was auch interessant ist, die Bruderschaft der Schatten, die haben also alle ihre Identität aufgegeben, ihren Individualismus, um, Schatten des Königs zu sein. Einfach im Dienste des Königs Leute umzubringen. So ein bisschen wie Shadow der persönliche Assassine für Revan war. Das taucht immer wieder auf hier als Thematik. Identität und alles. Also Identität hinterfragen, was ist Identität und so, da ist diese Erweiterung tatsächlich ein bisschen auch Kunst, weil sie uns zum Nachdenken bringt. Nun gut, nächste Frage. Die Bruderschaft der Schatten konnte in der Welt außerhalb des Artefakts erscheinen, obwohl sie im Artefakt eingesperrt war. Wie ist das möglich? The artifact itself was a crude device, not suited to harboring beings who wielded power on the scale of the Brotherhood of Shadow. I suspect as generations passed, Akira Khan-Sin had learned how to interfere with the workings of the artifact from within, allowing him to gradually impose his will upon the great void that imprisoned him. But considering his physical body had long since been destroyed, he was unable to escape the artifact, only managing to project himself as a specter into our reality when an individual was foolish enough
to tamper with the artifact. And even then, in our world, without the power of the artifact to provide for him, his spirit would have to leech from the life force of the living to fuel and maintain his presence here. Okay, also, das Artefakt war nicht designt dafür, so mächtige Gefangene zu halten. Und Akira Konsin hat wahrscheinlich irgendwann einen Weg gefunden, sich das Artefakt einigermaßen untertan zu machen. Aber, weil es seinen Körper nicht mehr gab, konnte er natürlich nicht entkommen und sich selbst nur als, ja, Schreckgespenst sozusagen, als Poltergeist in die Umgebung zu projizieren. Na gut. Er hat davon gesprochen, mich als Wirt für die Bruderschaft der Schatten zu benutzen. Was hat er damit gemeint? The physical bodies of Akira Konsin and his Brotherhood of Shadow have long since been destroyed by the ravages of time. To exist in this reality, the spirits of these ancient warriors would have to assume control of actual living people. Hosts, if you will. But the true difficulty lies not with simply finding a host, but rather with finding a suitable host. In life, Akira Konsin was a powerful being, and so requires the body of an equally powerful subject. In his eyes, you would have seemed the most suitable of subjects to serve as the physical body for the Brotherhood of Shadow. Okay, also weil der so mächtig war zu seinen Lebzeiten, braucht er einfach einen mächtigen Wirt. Und deshalb hat er gedacht, wir würden ganz gut passen. Dieser Ort, den ihr den Tempel der Schatten nennt, welche Verbindung hat er zu der Bruderschaft der Schatten? The Temple of Shadow is an ancient and forgotten structure built by King Addis's designated successors to house the artifact, which the Brotherhood of Shadow was imprisoned within. Constructed out of materials scavenged from a captured enemy temple, it also became the focal point for the Brotherhood of Shadow's power. Ah, okay. Der Tempel war mal Rakata und dann haben die Sith den erobert. Sehr, sehr, sehr interessant. Okay. Was haben wir hier noch? Nummer 8. Die Bruderschaft der Schatten hat doch aufgehört zu existieren, als ich das Artefakt zerstört habe. Wie wollt ihr sie denn wiederholen? Whilst it is true that through your actions the artifact was destroyed, the spirits trapped within survived. Within you, Revan, a Duros named Mechanic and Shana May are the remains of the Brotherhood of Shadow. When the artifact was destroyed, the Brotherhood of Shadow's fractured remnants penetrated all who had witnessed their destruction with intentions to leech from their life force in an effort to survive. Scattered and weakened, these remnants must be returned to the focal point, the place in which its essence can be restored and its power once again made whole. The focal point is this very chamber, the heart of the Temple of Shadow. The ritual I have performed on each of you, its purpose was to siphon the Brotherhood of Shadow's remnants from within you and allow them to be reunited. The raw concentration of energy that you see before you is for all intents and purposes the Brotherhood of Shadow. With its power reunited, all that remains for them is to find a means to exercise that power. A host. Oh oh. Okay, das macht sogar alles irgendwie Sinn. Also als wir das Artefakt zerstört haben, sind die Geister der Bruderschaft der Schatten in alle Lebensformen der Umgebung geflüchtet, um zu überleben. Und das waren natürlich die da hinter uns stehen, Shana May und Mechanic. Und wir wahrscheinlich. Und ja, jetzt hat er die ganzen Energien in diesem Energieball, der da über uns schwebt, vereint. Und wahrscheinlich will er sich als Wirt anbieten, um die Macht der Bruderschaft der Schatten zu erlangen, nur um uns platt zu machen. Und was ist danach? Mit deinem tollen Plan, hm?
Wieso glaubst du, dass du dann die Kontrolle hast? Was ist die Macht der Bruderschaft der Schatten? The power of the Brotherhood of Shadow lies in the ability to summon forth these creatures of betrayal at will, and only one, the dominant will, may exercise that power. When the Brotherhood of Shadow is introduced to a new host, the existing dominant will of the Brotherhood must confront and defeat the will of this host. The victor is granted the Brotherhood of Shadow's power, yet also suffers a loss of identity when they become its personification. Okay, also die Schatten, wie gesagt, die haben ja alle keine Identität mehr und der dominante Wille, der die alle kontrolliert, der versucht Solomon zu sein. Natürlich muss er sich dann mit dem Willen von Akira Konsin messen, sobald das geschieht. Und einer von den beiden, der Gewinner, der hat dann die Kontrolle über sämtliche Schatten. Und das ist sozusagen eine Schattenarmee, ne? Und woran glaubt die Bruderschaft der Schatten? Since ancient times, and more so since their imprisonment, the Brotherhood of Shadow, rather than seeing themselves as a group of individuals united by a cause, see themselves as merely a single entity. These beliefs were personified in the Brotherhood of Shadow's mantra, the Code of the Shadow. Ja, gut. Also die glauben, dass sie eins sind. Nun fragen wir noch was anderes. Ask, and I will answer. Nämlich über Chana Mei, eure vorige Schülerin und meine vorige persönliche Assassine. Shana Mei, the one who I created, the one who you destroyed. Ihr sagt, ihr würdet euch um eure frühere Schülerin sorgen. Doch ihr habt bis hierher euch wenig um ihr Wohlergehen bemüht. You are wrong. Shana Mei was my pupil, not the shell I see before me. I act to deliver a rightful vengeance to who she once was, not what she has since become. Ihr sagt, ihr sucht Rache gegenüber mir, aber trotzdem habt ihr euch bemüht, Chana Mei hierher zu locken. Warum? Do not underestimate her usefulness. Like you, she is an essential part of the resurrection process for the Brotherhood of Shadow. And she has proved a useful tool to lure you here. The remnants of our bond allowed her to determine a great many things, including my presence on Korriban and the movements I have made across it. Ja, gut. Dass er sie braucht, um die Bruderschaft wieder zu wecken, das wissen wir ja schon. Auf der Orion hat Chana Mei einen Decknamen benutzt. Woher wusstet ihr, wer sie wirklich war? By pure chance, I acquired information detailing the crew members which served upon the stolen Republic ship you know as the Orion. One of those crew members was a female Twi'lek named Sarah Degana. Sarah Degana is an anagram of Anaged Eris, an ancient Ichani queen that is said to be the one most responsible for modern-day Ichani culture. At the height of a rule which saw significant cultural expansion, she was betrayed by those closest to her and banished from Ichani territories to live the rest of her life on foreign worlds. Shana Mei, although not Ichani by birth, was considered to be one in spirit, and thus was well versed in the culture and histories of my people. Although I find it curious as to why she chose that as her alias. After Terrace, I was under the impression that she cared little for her people's culture anymore. Tja, das ist doch äußerst interessant. Da kriegen wir noch ein bisschen Ichani-Geschichte hinterhergeschmissen. Und ich dachte, der Name war zufällig gewählt. Na gut. Sehr, sehr interessant. Was stimmt nicht mit ihr? Es scheint so, als würde sie gar nichts mehr mitkriegen.
Having already been weakened as a result of the ritual process, she was not in the best of conditions to learn of the truth behind your grand manipulation of her. Broken by these revelations, she has since been consumed by the dark side energies that infest this chamber. I doubt anyone, least of all you, will be able to reach her through the hatred and self-loathing I sense she now feels. Oh Mann, sie hat es nicht so gut verkraftet. Die Wahrheit, dass wir sie in den mandalorianischen Kriegen manipuliert haben, ihre Identität praktisch ausgelöscht haben. Falls das der Wahrheit entspricht, was Solomon da behauptet. Oh oh. Das Spiel ist gerade eingefroren. Bitte fang dich wieder, liebes Spiel. Ah, dankeschön. Er fällt schon wieder um da hinten. Okay. Die vorigen Fragen. Ask, and I will answer. Wir machen jetzt ein bisschen Überlänge, einfach damit wir die ganzen Fragen jetzt diese Folge mal über den Tisch kriegen, ja? Ich möchte über euch reden, Solomon. Was jetzt vor mir steht, ist nicht länger ein Jedi-Meister. Once I was a revered member of the Jedi Order that died, only to be born anew, a greater being. Also nochmal, weil ich es vorhin nicht übersetzt habe, Sira Degana ist also ein Anagramm von einer alten Ichani-Queen, die irgendwann im Exil leben musste. So, das war das. Sira Degana rückwärts ist der Name der Königin. Laut Chana Mei wurdet ihr auf Taris getötet. Was ist wirklich passiert? When I fought and defeated Shauna May during what is now called the Second Battle of Taris, I made the mistake of underestimating the ferocity of the retreating Mandalorians. When they destroyed the walkway beneath my feet, I plunged into the darkness, leaving everything of significance behind forever. When I awoke, I was defeated. I was broken. I was alone. Trapped beneath what seemed like a mountain of rubble, I was forced to enter into a meditation to slowly heal my broken body. In this slumber, I became unaware of the events that transpired in the galaxy around me. Yet sometimes I caught a fleeting glimpse of my former Padawan's mind, as if some remnants of the bond we shared still existed. It was these glimpses that allowed me to piece together the truth behind her betrayal. When my body was finally healed, I awoke from my meditations with the strength to free myself from my makeshift tomb. The galaxy around me had become a very different place. What was once Jedi was now Sith, and already had they turned on one another. I began my search for the being that was once Shauna May, because I knew that out of anyone it was she who could lead me to you, Revan. I somehow knew you were still alive, and I was right. Oha, also die Brücke, der Gehweg, Bürgersteig oder wie du das immer übersetzen willst, der Walkway, auf dem er gekämpft hat, der ist ja in sich zusammengebrochen und dann ist er da runtergefallen und lag dann auf Taris ganz lange zwischen den Trümmern mit einem kaputten Körper, ist in einer Heiltrance der Jedi verfallen und hat ab und zu durch die Verbindung, die er mit Shauna May hatte, immer mal einen Eindruck von ihr bekommen. Und als er dann vollständig geheilt war, wer weiß, wie lange das gedauert hat, gab es schon das Sith-Imperium, da war der Mandalorianische Krieg also vorbei. Wahrscheinlich ist er gerade eben aufgewacht oder sowas. Ja, jahrelang war er in dieser Trance. Und dann hat er versucht, uns zu finden und zu töten, weil er wusste, Revan ist nicht tot. Was seid ihr nun? Jedi oder Sith? I am a man who desires his revenge. Nothing more, yet nothing less. Gut, er ist also weder noch Sith. Jenseits von Gut und Böse sozusagen. So kommt er mir auch vor. Warum habt ihr all diese Leute zerstört? Auf der Wohnebene der Minenanlage. They
were a necessary sacrifice. I needed something to coax Shaname and by extension you out of hiding. It was not the result of this sacrifice, but the act itself which had purpose. The moment it happened, its tragedy was echoed across the currents of the Force. Ultimately, this echo was detected by Shaname. Eine Erschütterung in der Macht wollte er projizieren, um Shaname und uns anzulocken. Warum habe ich die Erschütterung nicht gespürt? Tragedy is commonplace, and each leaves its own imprint on the Force. Shaname could only detect the disturbance because of who perpetrated it, her own master. Aha, okay. Ihr eigener Meister hat die Erschütterung verursacht und deswegen. Nun gut. Ask, and I will answer. Eigentlich haben wir schon alles gefragt, was es gibt. Er hat schon alles beantwortet für uns. Die Folge ist aber auch schon voll. Das heißt, wir verschieben den Kampf auf die nächste Folge, aber dann ganz sicher. Und dann gibt's aufs Maul hier. So, und wenn euch das nervt, dass das hier alles Englisch ist, wenn ihr es selber spielen wollt, aber das alles gefälligst auf Deutsch übersetzt haben wollt, dann unterstützt doch den Kickstarter, den ich hier nochmal ganz kurz einblende, habe ich ja schon alles erklärt. Unterstützt, kriegt eine DVD, ein Poster, sonst was. Wenn der Kickstarter läuft, vorausgesetzt, das Ziel wird erreicht, das da festgesetzt ist, dann übersetze ich die ganze Mod innerhalb eines Monats und hau die raus für jedermann zum Download, ja? Alles klar, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir versuchen, Solomon aufs Maul zu hauen. Bis dahin, euer Ben, bye bye.